Hallo zusammen, heute geht es uns um die Freiberufler. Ich möchte Ihnen mit Jörg zusammen die Entscheidungskriterien an die Hand geben, ob Sie sich doch für eine GmbH entscheiden sollten oder nicht. Ich sag's schon mal vorweg, die Besteuerung ist es nicht. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Ja, moin Thomas, schön, dass ich mal wieder hier sein darf und dass wir wieder sprechen können. Und das ist ja heute mein Thema. Ich bin ja Freiberufler und aus unseren Gesprächen habe ich ja schon irgendwie gelernt, für mich gibt's ja nur eine Entscheidung. Also ich bin eine GmbH, weil da zahle ich nur 30% Steuern und ich habe noch Haftungsbeschränkungen. Also besser geht's doch eigentlich gar nicht. Stimmt, geht überhaupt nicht besser. 30% und Haftungsbeschränkung, alles getan. Ja. Aber bei Freiberuflern ist es ja ein bisschen anders. Ja. In der Regel, ich rede, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Arzt oder mit dem Steuerberater zu tun hast, da gibt's ja noch eine Kammer, da gibt's bestimmte Voraussetzungen. Dann als GmbH zahlst du Gewerbesteuer. Als Freiberufler tust du es nicht. Ja, du hast die 30%, aber ich kann dir sagen, als Freiberufler kannst du ja auch in die 28,25% Riga reinkommen. Da musst du einfach nur freiwillig bilanzieren. Und dann hast du quasi schon gar keinen Unterschied mehr auf Besteuerungsebene zur GmbH, sogar noch einen kleinen Steuervorteil. Also von daher ist dann die 30% vom Tisch. Und was die Haftungsbeschränkung angeht, wenn du jetzt Steuerberater bist oder Rechtsanwalt, da ist ja die Haftung nicht nur Haftung, ich kaufe Ware ein, das gibt es ja gar nicht, sondern da ist es ja berufsrechtliches Risiko. Ja. Das ist ja sowieso abgedeckt durch eine Versicherung. Okay, also ist es in erster Linie, also ist Freiberufler nicht gleich Freiberufler, sagen wir es mal so. Es macht nicht für jeden Freiberufler Sinn, zu überlegen, eine GmbH zu gründen oder vielleicht doch Einzelunternehmer zu bleiben. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Das ist natürlich irgendwo auch mit ein Kriterium. Was bist du für ein Freiberufler? Bei Steuerberatern und Rechtsanwälten und Ärzten, da gibt es ja schon, was die Haftung anbelangt, Versicherungen. Ja. Da macht eine GmbH aus der Perspektive der Haftungsbeschränkung eigentlich keinen Sinn. Die Besteuerung aber auch nicht, weil könntest du ja auch schon in dem Freiberuflichkeitsstatus mit 28,25% wunderbar reduzieren. Nein, dann sind das andere Kriterien. Wenn du natürlich eine Hebamme bist oder ich weiß nicht was, beratender Betriebswirt, das sind auch Freiberufler. Da könnte es sein, dass dann ja sowieso gar keine Haftungsbeschränkung vorliegen muss. Ich weiß es nicht. Also es ist meistens ja gar nicht so das Hauptkriterium, die Haftungsbeschränkung. Ja, okay. Also die GmbH ist keine Lösung dafür. Das ist nicht aus der Perspektive. Also ist es dann manchmal doch besser, wenn man Einzelunternehmer bleibt? Ja, es ist einfacher, es ist vom Handling her einfacher. Du kannst die gleiche, sogar eine etwas günstigere Besteuerung als bei der GmbH herbeiführen. Ja. Ja. Und dann gibt es ja auch noch andere Sonderformen neben der GmbH für die berufsbedingte Haftungsbeschränkung. Das sind ja diese Partnerschaftsgesellschaften, pp. Darüber kannst du ja auch wunderbar gestalten, wenn es dir um die berufsrechtliche Haftungsbeschränkung geht. Also ansonsten, was für eine Haftungsbeschränkung brauchst du schon? Die Banken, und wenn wir jetzt mal weiterspinnen, du brauchst gar keine berufsrechtliche Haftungsbeschränkung, sondern es geht dir um eine Haftung aus irgendwelchen anderen Gründen an, die sich mir nicht erschließen bei einem Freiberufler. Wir reden ja schließlich nicht von einem Handelsunternehmen, das 10 Millionen Euro Ware einkauft. Naja. Dann kommen die Banken und wollen sowieso von dir für jede Kleinigkeit eine Bürgschaft haben, eine persönliche. Dann bist du ja quasi haftungsrechtlich so gestellt, als hättest du keine GmbH. Also Haftung, würde ich dir mal ehrlich sagen, lass das mal außen vor von der Betrachtung. Und die Besteuerung, 30%, lass die auch außen vor. Okay. Was bleibt denn jetzt noch übrig? Ja, dann bleibt ja nur noch als Freiberufler, würde ich sagen, immer die Frage der Altersvorsorge. Ne? Ja, so. Genau. Und da wird's jetzt interessant. Ja. Ne? Weil für die Altersvorsorge kennen wir das Normale, die Rürup-Rente, Riester-Rente, hatte ich. Das war's. Habe ich alles nicht mehr. So, und wenn du aber jetzt so was wie Pensionszusage, Direktversicherung, Unterstützungskasse, Pensionsfonds, wenn du in sowas reinkommen möchtest, dafür brauchst du ein Anstellungsverhältnis. Okay. Und na klar, du willst ja nicht wirklich Angestellter sein, du bist ja schließlich Freiberufler. Naja, dann nutzt du natürlich deine eigene GmbH als Vehikel, dann kommst du halt in diese gesamte Palette der betrieblichen Altersvorsorge rein. Mit Kapitalwahlrecht, also was du ja bei Rürup zum Beispiel auch nicht hast, da kannst du ja nur verrenten und da wird dir ja auch die Nachfolge vorgegeben und bei der GmbH mit Pensionszusage, da hast du Kapitalwahlrecht, da kannst du frei bestimmen, wer soll es bekommen, da kannst du auch Witwe ganz anders absichern. Da macht das dann auf einmal aus der Perspektive das kann echt ein großer Vorteil für dich sein. Ja, aber würdest du sagen, dass das tatsächlich Umsatzvolumen abhängig ist, ob ich
in eine GmbH mich verwandle oder ob ich dann doch lieber Einzelunternehmer bleibe? Ja, immer. Weil wer keinen Umsatz macht, macht keinen Gewinn. Wer, ich sag mal, 100.000 Euro Umsatz macht, das ist zu klein. Ja, okay. Weil du musst ja irgendwo, auch 100.000 gewinnen ist schon grenzwertig. Weil du darfst ja nicht vergessen, in der GmbH musst du dir ja ein Gehalt zusagen. Und dieses Gehalt mindert den Gewinn. Also musst dein Gewinn ja schon mal dein Gehalt erwirtschaften. Alles klar, okay. Und wenn du dann noch in die Altersvorsorge möchtest, dann brauchst du natürlich noch mehr als nur Gewinn gleich Gehalt. Ja. Das muss ja im Prinzip, dein Gewinn muss abdecken, dein Gehalt, deine Altersvorsorge. Ja, eigentlich will man auch noch Restgewinne haben. Also so 200.000, 300.000 Euro Gewinn sollten schon dahinter stehen, dass du dir darüber echt Gedanken machen solltest. Okay, und wenn das nicht gegeben ist, egal jetzt in welcher Branche ich mich befinde, oder gibt es Branchen, wo du eher sagen würdest, da macht es dann doch noch ein bisschen mehr Sinn, vielleicht über die GmbH nachzudenken? Oder würdest du immer sagen, also bei Freiberuflern auf gar keinen Fall. Ja. Wenn wir jetzt natürlich, aber hier ist ja heute Thema Freiberufler, ansonsten kann man natürlich schon mal wegen der Haftungsbeschränkung, wenn du mit einem Handelsunternehmen zu tun hast, da können natürlich schon niedrigere Gewinne ausschlaggebend sein, wenn du im Personenbeförderungsbereich oder so unterwegs bist. Nicht? Aber nein, bei Freiberuflern, da müssen schon diese Gewinne zustande kommen, sonst macht die GmbH überhaupt keinen Sinn. Okay. Und Jörg, man darf auch nicht vergessen, man hat ja auch einen höheren Verwaltungsaufwand. Ja. Das muss ja auch noch bezahlt werden. Ne? Buchhaltung, Bilanz, alles ist ein bisschen anders als Freiberufler. Der ganze Formalismus ist auch... Ich wollte doch gerade sagen, Formalismus ist mir doch im Ohr geblieben bei der GmbH. Also, dass du wirklich alles nachweisen musst und auch sauber arbeiten musst. Ja. Weil dann zählt's natürlich. Ja. Aber man könnte jetzt ja sagen, das nehme ich jetzt so mit aus dem Gespräch, also ab 300.000, darunter brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, oder was? Im Prinzip nicht. Also, wenn du das mal mit Kosten nutzen, wenn du das alles so mal nebeneinander legst, würde meiner Meinung nach unter 300.000 Euro brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Okay. Gewinn, ne? Ja. 100.000 gut, Umsatz ist ja noch was anderes, aber Gewinn wäre schon schön. Dann würde ich sagen, gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Dann werden wir bei dem Thema nicht zusammenkommen, aber wichtig ist, dass ich was gelernt habe. Ja, wie Sie in diesem Dialog gehört haben, wir haben verglichen Freiberuflichkeit versus GmbH, sind eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, kein Steuervorteil, kein wirklicher Haftungsbeschränkungsvorteil. Also von daher kein Thema. Sie als Freiberufler haben ja auch noch die Sonderrechtsform mit beschränkter Berufshaftung. Das macht vielleicht noch viel, viel mehr Sinn, weil das trifft das bei Ihnen auf den Punkt. Was die Erbschaftssteuerbegünstigung angeht, gut, da können Sie GmbH sein oder Einzelunternehmen, kein Unterschied. Dazu aber ein andermal mehr. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Thanks for watching.